Hola, liebe Freunde. Ich bin hier immer noch in Canyamel auf Mallorca und heute wollen wir mal, da es sich etwas bewölkt hat und zugezogen hat, nicht so viel Sonne ist, wollen wir euch mal etwas Natur zeigen. Und zwar gehen wir heute mal zur Lagune de Canyamel. Das ist ein Naturschutzgebiet und das ist eines von nur 8 solchen Naturschutzgebieten, die es hier auf ganz Mallorca gibt. Die Lagune de Canyamel ist auch ein Vogelschutzgebiet und damit wir als Besucher die gut erleben können, wurde hier auch ein Weg angelegt, der ist 500 Meter lang. Den werden wir uns jetzt anschauen und entlang des Weges sollen überall Schautafeln stehen. Da freuen wir uns drauf. So, was ihr unten seht, ist sozusagen der Ausläufer. Der ist jetzt noch durch einen kleinen Sandstreifen vom Meer getrennt, aber das ist nicht immer so. Wenn es sehr stark regnet oder wir sehr viel Hochwasser haben, dann besteht durchaus noch eine Verbindung zum Meer. Das da hinten ist die Richtung, da geht das Feuchtgebiet lang und auch der Steg natürlich. Das ist der Weg und der ist auch sehr schön gemacht, mit Holzbohlen ausgelegt, damit jeder ihn leicht bewältigen kann. Da vorne, da sind dann auch schon die ersten beiden Schautafeln. Mal sehen, ob die Gänse, die da sind, mich auch ranlassen. Oder ob sie irgendwas dagegen haben, wenn ich sie beim Fressen störe. Aber ich persönlich denke, die sind Schlimmeres gewohnt. Ja, die kennen die Touristen hier. Naja, er guckt nur skeptisch. Nein, ich lasse euch in Ruhe. Ich tue euch nichts. Vorlesen werde ich euch die ganzen Tage nicht. Das könnt ihr schön selber machen. Einfach mal auf Pause drücken. Sonst kriege ich hier noch einen ganz trockenen Mund. Und hier geht es auf jeden Fall um das Uferhabitat. Mal ein paar Tropfen wegwischen. Hier gibt es eine Erklärung über Entenvögel, das kann man aber nicht sehr gut lesen. Da hat noch niemand die deutsche Erklärung wieder so in Schuss gebracht, dass man sie lesen kann. Ich habe jetzt auch nichts mit, also werden wir darauf verzichten müssen. Aber hier ist viel interessanter als die Erklärung. Zu den Entenvögeln ist dieser Ausblick. Nun habe ich leider nur die Actioncam mit. Ihr werdet es also nicht so gut sehen können, aber da schwimmt auch ein Teichhuhn. Und nach den Wellen im Wasser zu urteilen, gibt es hier auch den einen oder anderen Fisch. Okay, hier geht es um einen Silberpappelhai. Aber lest selber. Ich bin jetzt wirklich nicht der Experte, was Bäume angeht, aber ich vermute mal, das werden diese Bäume direkt vor uns sein. Das werden die Silberpappeln sein. Ich zeige da mal hin. Das wird auf jeden Fall eine Silberpappel sein. Wenn ich nicht richtig liege, naja, ihr könnt mich gern korrigieren in den Kommentaren. Hallo, hier ist auch noch ein Blässhuhn, nachdem wir schon einen Teichhuhn hatten.
Wenn ich mit euch unterwegs bin, kommt sogar noch mal die Sonne raus. Eine kleine Schautafel über die Insekten. Was ist, wenn hier ab und zu mal ein kleines Nebengeräusch kommt? Das liegt daran, weil wir hier sozusagen am Ortsrand von Canyamel sind. Der Weg führt immer entlang am Ortsrand. Hier geht es dann auch um die exotischen Bewohner, die eigentlich nicht hier hingehören, wie der Eukalyptus und die Tortuga-Schildkröte. Oder auch Rotwangen-Schmuckschildkröte. Zwei Bänke mit dem Blick ins Nichts. Obwohl, wer Bambus mag, mag diese Aussicht vielleicht auch. Kleiner Einwurf noch, ihr habt es auf dem Video bestimmt nicht sehen können, weil so klein, es ist gerade ein Eisvogel vorbeigeflogen. Sehr überraschend und sehr schön für mich. Die Flora und Fauna scheint hier ziemlich divers zu sein, nach den Schildern zu urteilen. Und das so ortsnah. Dass es so viele verschiedene Tiere gibt, ist schon sehr interessant. Wir sind ja auch schon am Ende vom Weg. Die 500 Meter sind rum. Also nur ein klitzekleiner Hopsspaziergang. Kann man mal machen, wenn man eine Viertelstunde Zeit hat. Und sich die Schönheit der Natur mal anschauen möchte. Das war auch schon alles vom Weg. Jetzt seht ihr nochmal hier, wir sind gut ortsnah. Aber es ist ein interessanter Spaziergang. Was ihr nicht erleben könnt, ist der Geruch. Es riecht tatsächlich hier nach Eukalyptus. Das hätte ich ja gar nicht so gedacht, aber gut, so ist es halt. Ich hoffe, liebe Freunde, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nur ein ganz, ganz großes Video war. Oh, lasst mir gerne ein Like da, schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal und wenn ihr mal hier in Canyamel seid oder auch in der Umgebung, hier gibt es auch eine gute Busverbindung nach Cala Radiada, ist der Bus 424, der fährt so ja, fast jede Stunde, kostet auch nur ein kleines Geld. Wenn ihr in Cala Radiada seid, setzt euch in den Bus, kommt mal her und schaut euch das gerne an. Der Strand hier in Canyamel ist auch wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich euch aber genug zugequatscht. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao, liebe Freunde.